Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute koche ich einen leckeren Blechkuchen. Das ist unten ein Hefeteig, belegt mit Kartoffeln, Lauch und auch Pilzen. Ein richtig tolles Rezept für die ganze Familie. Also los geht's! Den Hefeteig habe ich schon vorbereitet und zum Aufgehen angesetzt. Und als nächstes bereite ich die Sojasahne zu. Da kommt jetzt nämlich noch Muskatnusspulver dazu. Dann habe ich hier noch Zitronensaft. Dann kommt noch Salz und Pfeffer dazu. Kräftig verrühren. Die Kartoffeln habe ich schon in Würfel geschnitten. Die kommen jetzt ins Wasser, werden aufgekocht und so lange gekocht, bis sie weich sind. Hier habe ich einen Topf mit Wasser zum Kochen gebracht und darin blanchiere ich jetzt den Lauch. Die habe ich schon mal in Streifen geschnitten und zuerst halbiert und dann in Streifen geschnitten. Nach 3 Minuten kommt der Lauch durch ein Sieb und wird dann noch kalt abgespült. Wow, der Teig ist ganz schön aufgegangen. Als nächstes kommt Olivenöl dazu. Den gebe ich erst an dieser Stelle dazu, damit der Teig schon mal ohne das Öl aufgehen konnte, denn das Öl erschwert den Teig und somit auch das Aufgehen. Jetzt knete ich das Öl mit in den Teig. Für diesen Schritt könnt ihr natürlich auch eine Küchenmaschine verwenden oder ein Handrührgerät mit Knethaken. Wenn das Öl gut eingearbeitet ist, gebe ich den Teig auf ein Backblech und den drücke ich jetzt mit den Händen in die Form. Also ich verwende diesmal kein Walholz, sondern ziehe das einfach so mit den Händen auseinander. Wie ihr seht, ziehe ich den Teig einfach mit den Händen auseinander. Wenn man aber diesen Spin auch kann, den die Pizzaiolos so machen mit dem Teig auf der Hand, dann kann man das natürlich auch so machen. Ach, und wenn jemand von euch einen Tipp hat, wie man diese Drehbewegung hinbekommt, den eben die Pizzaiolos immer machen, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Beim Kneten und Formen ist jetzt etwas Luft verloren gegangen. Deswegen lasse ich den Teig nochmal aufgehen für 30 Minuten und bedecke ihn dabei mit einem feuchten Tuch. Nach der Aufgehzeit kommt die Sojasahne auf den Teig. Als nächstes kommen die Kartoffeln auf den Teig, beziehungsweise auf die Sahne, auf den Sahnebelag. Dann habe ich hier Champignons in Streifen geschnitten. Und die enthalten ja von sich aus genug Wasser, deswegen habe ich die nicht blanchiert, damit die auch nicht zu wässrig sind dann beim Backen. Und zuletzt kommt der blanchierte Lauch mit auf unseren Blechkuchen. Dadurch, dass wir den blanchiert haben, also nicht roh sozusagen darauf verteilen, verbrennt er auch nicht im Ofen. Den Ofen habe ich schon auf 190 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und unser Blechkuchen kommt jetzt für 30 Minuten in die Röhre. Nach 30 Minuten Backzeit kommt sozusagen noch das Tüpfchen auf das i. Und zwar habe ich hier vegane saure Sahne und die verteile ich jetzt noch auf unserem schönen Blechkuchen. Und jetzt geht er nochmal für 5 Minuten in den Ofen.
Eindeutig ein gelungenes Rezept. Ihr findet es unten in der Infobox verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!